Ich stand in den Zaun, sie die Fans, ja, das vergesse ich niemals. Man muss nicht unbedingt groß und bullig sein, um ein erfolgreicher Stürmer zu werden. Manchmal reicht es, wenn man schnell und pfiffig ist, so wie Ebi Smolarek. Der hat in 359 Spielen als Fußballprofi 85 Tore erzielt, 26 davon für den BVB. Auf dem Kunstrasen im Rotterdamer Vorortclub Spirit Ouderkerk spielt er mit seinen Söhnen Mees und Faas. Auch er hat hier als kleiner Steppke angefangen, unter den wachsamen Augen seines Vaters. Wladimir Smolarek war selbst eine Fußballikone, hat bei 2 Weltmeisterschaften getroffen und ist mit Polen 1982 WM-Dritter geworden. Mein Vater hat immer gesagt, man muss nicht zu schnell zu einem großen Verein gehen. Und deswegen habe ich hier 6 Jahre gespielt. Und ich war 12 Jahre und danach bin ich nach Feyenoord gegangen. Sein Vater war ein großer Fan der portugiesischen Fußballlegende Eusebio und hat seinen Sohn kurzerhand Eusebius genannt. Er hat niemals etwas gesagt, wenn ich gespielt habe. Immer nach dem Spiel hat gesagt, das kannst du besser oder das hast du gut gemacht. Er hat mir viel gelernt. Man trainierte bei Feyenoord neben dem Stadion. Und ich habe immer gesagt, ich will einmal in meinem Leben in das Stadion Fußball spielen. Und auf einmal hat ein Trainer mich gesehen und ja, konnte ich mein erstes Spiel in Feyenoord Rotterdam spielen. Das hat mein Vater auch gesagt, okay, es ist schön, dass du das gemacht hast, aber es ist noch ein langer Weg, es ist noch nicht vorbei. Das war ein Anfang und so habe ich das auch erlebt. Ja. Der BVB überwintert in der Saison 2004/2005 nur auf Platz 14. Trainer Bert van Marwijk holt den quirligen Stürmer aus Rotterdam nach Dortmund und Ebi feiert einen Traumeinstand. Zum Rückrundenauftakt wird er in Wolfsburg zur Pause eingewechselt und benötigt nur 10 Minuten, um das 1:0 für sein neues Team zu schießen. Am Ende gewinnt Dortmund beim Tabellenvierten mit 2:1. Mit dem neuen Angreifer holt der BVB in der zweiten Saisonhälfte als zweitbestes Rückrundenteam 37 Punkte und wird noch 7. Mit einem Irrwisch an vorderster Front, der beweist, dass man als Angreifer über mehr verfügen sollte, als über die bloße Addition fußballtechnischer Bestandteile. Es braucht Instinkt. Und Ebi hat Instinkt. Ja, das war auch von meinem Vater gelernt. Das war natürlich, man hat das oder man hat das nicht. Ebi Smolarek ist nicht nur in die Fußstapfen seines Vaters getreten, er hat ihn teilweise sogar übertrumpft. 2005, 2006 und 2007 wird er in seiner Heimat zum Fußballer des Jahres gewählt. Einmal öfter als sein Herr Papa. Und beim BVB sorgt er für einige Highlights. Davon kann der VfL Wolfsburg gleich ein mehrstrophiges Lied trällern. 5-mal hat er gegen die Wölfe in der Bundesliga gespielt und jedes Mal getroffen. Natürlich habe ich nicht immer ein gutes Spiel gespielt und nicht immer ein Tor geschossen, aber ich habe es versucht. Und auch wenn es nicht ging, man kann immer arbeiten. Die Mentalität habe ich von Rotterdam, von Feyenoord. Man kann immer arbeiten und Einsatz geben. So ein Spieler war ich. Kein Wunder also, dass das nur 68 Kilo schwere Stürmerleichtgewicht längst vor seiner Sternstunde im Derby zum Publikumsliebling geworden ist. Die Königsblauen wären 2007 wohl deutscher Meister geworden, hätten sie am vorletzten Spieltag im Signal Iduna Park gewonnen. Die Bilder, wie Ebi Smolarek nach seinem entscheidenden 2:0 in der 85. Minute vor der Süd feiert, bleiben auf ewig unvergessen. Ein Treffer, mit dem er sich in Dortmund unsterblich gemacht hat. Ja, da war es fertig. Wir wussten, wir gewinnen das Spiel. Eigentlich wollte ich über den Zaun springen und einer hat mich festgehalten, glaube ich. Der war zu schnell zu mir. Das war meine Idee, aber ich stand in den Zaun, sie die Fans, ja, das vergesse ich niemals. Dieses legendäre Derby sollte aber sein viertletztes Spiel für den BVB gewesen sein. Im Sommer 2006 waren Nelson Valdez und Alex freigekommen. Ein Jahr später wurde auch noch Mladen Petric verpflichtet. Ich wollte eigentlich nicht weg. Das ist nicht, dass ich wollte, aber das letzte halbe Jahr war ich auch nicht mehr zufrieden in Dortmund. Und ja, der Verein hat auch einen guten Transfer gemacht mit mir. Dem Abgang aus Dortmund folgt ein Dasein als Weltenbummler. Es geht nach Santander zu den Bolton Wanderers, von dort nach Griechenland, dann nach Warschau, Katar, Den Haag,
und noch einmal nach Polen, bevor er im Sommer 2013 seine aktive Karriere beendet und in die Niederlande zurückkehrt. Wer so viel Erfahrungen gesammelt hat, ist natürlich prädestiniert dafür, diese an jüngere Generationen weiterzugeben. Und genau das macht er als Präsident der Vereinigung polnischer Vertragsfußballer. Dafür pendelt er häufig die knapp 1000 Kilometer von Rotterdam nach Polen und wieder zurück. Er hilft in Vertragsfragen und fungiert nicht selten als Lebensberater. Das merke ich, dass ganz viele Spieler, die aufgehört sind, falsche Sachen machen oder die wissen gar nicht, was das normale Leben eigentlich ist. Und das ist nicht so einfach. Und deswegen habe ich diese Arbeit. Ich bin ganz glücklich, dass ich das mache. Und das mache ich. Ich gebe etwas zurück, was der Fußball mir gegeben hat. Von Grzegorz Lato über Zbigniew Boniek und seinen Vater Włodzimierz bis hin zu Robert Lewandowski. Auch Eusebiusz Smolarek hat sich einen Platz in der langen Ruhmeshalle großer polnischer Torjäger gesichert. Vielleicht folgt ja eines Tages Fas in seine Fußstapfen, gerne dann auch beim BVB.